Heute fertigen wir einen richtig coolen Schal mit Fransen und dazu nutzen wir weder eine Nähmaschine noch Stricknadeln. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom Do-it-yourself-Modelabel Juliana Matejevs und nein, ich bin nicht erkältet. Ich trage einen Schal, weil es genau um diesen geht. Diesen werden wir heute gemeinsam sticken. Vielleicht kennt ihr die coole Sticktechnik schon von unserem Kurzmantel, dem Langmantel oder unseren Stickröcken. Hier kommt auf jeden Fall wieder genau die gleiche Technik zum Einsatz, nur dass wir am Ende noch ein paar Fransen machen. Und wie das alles genau funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Es ist ganz, ganz einfach. Alles, was ihr braucht, ist einen coolen Stoff, der nicht franzt, wie zum Beispiel ein Walkloden und eine passende Wolle, eine Nadel und dann kann es losgehen. Ihr macht am besten alles direkt mit, wie ich es vormache, pausiert, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr möchtet und dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Das Schnittmuster könnt ihr euch ganz einfach über den Link in unserer Beschreibung runterladen und dann kann es direkt losgehen. Oder wenn ihr möchtet und diesen Stoff, den wir hier nutzen, auch sehr cool findet in der Kombination mit der Wolle, ist es auch kein Problem. Ihr könnt das komplette Nähset einfach bestellen, das wird dann zu euch nach Hause geschickt und wir senden euch die richtigen Mengen in richtig guter Qualität. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert auch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer nächsten Kollektion mehr verpassen. Das wäre sehr, sehr cool. Also vielen Dank und viel Spaß. So, dann zeige ich euch die Sticktechnik. Breitet gerne euer Probestück oder euren Schal, wenn ihr schon ein bisschen geübter seid, vor euch aus. Aber ich kann es auf jeden Fall erstmal mit einem Probestück empfehlen und fädelt eure Nadel ein und macht in das Fadenende dann einen Knoten. Ich mache das hier mit so einer kleinen Zaubertechnik, aber wie ihr den Knoten da reinbringt, ist ganz egal. Hauptsache, da ist ein Knoten und schneidet den Faden dahinter dann ab. Wir sticken von rechts nach links und beginnen an der ersten Ecke unten links und stechen dort genau kurz neben dem Rand von unten nach oben mit unserer Nadel ein und ziehen am Faden, bis der Knoten uns stoppt. 1 cm rechts davon und auch 1 cm von der Kante entfernt stechen wir das nächste Mal wieder von unten nach oben ein, wickeln unseren Faden, den wir hängen haben, von rechts nach links hinter die Nadel und ziehen dann einfach fest. Der erste Stich sieht immer etwas anders aus als die folgenden, aber es geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Also wieder von unten nach oben einstechen, Faden von rechts nach links wickeln und an der Nadel ziehen, bis sich das Garn wie hier um die Kante legt. Das Ganze dann noch einmal von unten nach oben einstechen, Faden drumherum wickeln, Nadel durchziehen und festziehen. Das ist es schon. Das ist es, wie wir den ganzen Schal umsticken. Macht das jetzt einfach ein paar Mal und übt die Technik. Ihr könnt auch gerne am Anfang immer noch ein Lineal dazu nehmen und die Abstände einmal nachmessen. Nach einer Weile habt ihr euch dann an die Abstände wahrscheinlich schon gewöhnt und könnt das auch mit Augenmaß machen. Und dann macht einfach erstmal eure gesamte erste Kante. Schaut euch die Technik also nochmal in Ruhe an, macht Schritt für Schritt mit, pausiert da, wo ihr es braucht und wiederholt auch gerne öfter, bis ihr das Gefühl habt, ihr habt die Technik jetzt inne. Und dann werdet ihr merken, ihr kommt nur so weit mit dieser Sticktechnik, wie euer Faden lang ist. Und deswegen zeige ich euch jetzt, wie man den vernäht und wie man einen neuen Faden ansetzt. Wenn der Faden nur noch so 10-15 cm lang ist, wie bei mir hier, dann vernähe ich den Faden auf der unteren, also linken Stoffseite. Dafür drehe ich das Ganze einmal um und steche jetzt mit meiner Nadelspitze genau dort ein, wo der letzte Steg hier endet und nähe einmal auf der Stelle. Ich gehe also nur durch so ein kleines Fädchen von dem Stoff, ziehe die Nadel durch und stecke sie dann in die entstandene Schlaufe. Das wiederhole ich nochmal. Ich nähe auf der Stelle und gehe mit der Nadel durch meine Schlaufe. So, dann ist das Ganze vernäht und ich kann den Faden direkt hinter dem Knoten abschneiden. Zack. Schneidet euch dann ein nächstes Stück Garn ab und fädelt es wieder in eure Nadel ein. Macht wieder in das Fadenende einen Knoten und schneidet den Faden dahinter ab. Also genauso wie wir es am Anfang vorbereitet haben. Und geht dann unten hier genau in die Stelle, in der wir gerade vernäht haben, bis der Knoten euch stoppt. Also wieder auf der Stelle durch und dann von unten nach oben durch die letzte Schlaufe, die wir genäht haben, sodass das Ganze jetzt so aussieht. Dann beginne ich wie zuvor und nähe wieder von unten nach oben durch meinen Stoff, wickel meinen Garn von rechts nach links hinter die Nadel und nähe dann immer so weiter. Das ist also, wie man einen neuen Faden ansetzt. Macht das bitte immer, wenn euer letzter Faden sich dem Ende neigt, ihr aber eine Strecke noch nicht beendet habt. Und dann näht jetzt bitte bis zur ersten Ecke.
Wie das geht, zeige ich euch jetzt und dann könnt ihr einmal um den gesamten Stahl sticken. Der letzte Stich, den ihr bei einer Strecke vor der Ecke gemacht habt, der sollte 1 cm rechts von der nächsten Kante entfernt sein, sodass ich dann anschließend von rechts genau in die gleiche Stelle einstechen kann. Diesmal aber von rechts kommend, also von der kurzen Strecke aus, und dann einfach meinen Faden wieder von rechts nach links um die Nadel wickel. Das Ganze dann festziehe und dann sieht meine Ecke so aus. Es war also gar nicht viel anders. Das Wichtige ist nur, dass ihr quasi zweimal in die gleiche Stelle stecht und einmal von unten den Faden wickelt und dann einmal von rechts und dann ist die Ecke schon geschehen. Stickt jetzt bitte also einmal um den kompletten Schal herum, sodass wir wieder da ankommen, wo wir angefangen haben. Vielleicht erinnert ihr euch, der erste Stich, wo wir angefangen haben, der sah uns noch ein bisschen anders aus, weil sich der Faden dann noch nicht ganz so um die Kante gelegt hat. Aber das nehmen wir uns dann jetzt nochmal vor. Ich mache hier gerade noch meinen letzten Stich, 1 cm von der Kante entfernt und gehe dann einmal von unten nach oben nur durch die Schlaufe von meinem ersten Stich und ziehe mir dann meinen Garn hier einmal wieder um die Ecke, wie bei meinen anderen Ecken. Und dann kann ich vernähen. Genauso wie ich vernäht habe, wenn ich einen neuen Faden angesetzt habe. Ich nähe also hier auf der Stelle, vernähe noch ein zweites Mal und schneide dann meinen Garn dahinter ab. Super, dann ist der Schal schon mal komplett vorbereitet und wir können uns als nächstes die Fransen vornehmen. Für die Fransen müssen wir uns jetzt erstmal jede Menge Garn vorbereiten und zwar schneiden wir die jeweils bei einer Länge von 50 cm zurecht. Ihr könnt jetzt mal zählen, wie viele einzelne Stege ihr an den kurzen Seiten gestickt habt und die dann mal 2 nehmen. So viele zugeschnittene Fransenstücke braucht ihr. Wenn ihr eins zugeschnitten habt, könnt ihr aber dieses auch als Vorlage nehmen und wieder an die Wolle halten. Und dann so viele, wie ihr eben braucht, und das sind dann einige, zuschneiden. Bereitet das jetzt bitte vor. Für eine Franse braucht ihr immer 2 von den zugeschnittenen kleinen Wollstücken und fädelt dann beide zusammen in eure Nadel ein. Zieht die dann ungefähr gleich lang und diese 2 Stücke brauchen wir dann immer für einen Steg an der kurzen Seite. Ich fange jetzt einfach ganz rechts an und arbeite mich dann nach links hervor und zeige euch jetzt, wie man diese Fransen befestigt. Und zwar gehe ich immer bei dem Stegende, der 1 cm in meinen Stoff ragt, von oben nach unten und dann direkt wieder von unten nach oben durch den Stoff, aber auch wirklich ganz, ganz durch, nicht nur bei so einem kleinen Fitzel wie beim Vernähen, und ziehe dann meine Nadel raus. So sieht das Ganze dann jetzt aus. Dann ziehe ich hier auf der Rückseite an diesem kleinen Stück, was man dann sieht von der Naht, die ich gerade gefertigt habe, und hole mir da so eine kleine Schlaufe raus. Ziehe da meine beiden Enden durch diese Schlaufe und ziehe an diesen, bis die Schlaufe dann fest an der Kante sitzt. So sieht das Ganze dann aus. Genau so machen wir das jetzt bei allen Stegen entlang der kurzen Seite. Also bereitet euch jetzt die Nadel wieder vor mit 2 parallel geführten Garnen, die ihr zugeschnitten habt. Und dann zeige ich euch das Ganze noch einmal bei dem nächsten Steg. Ich gehe also wieder hier von oben nach unten durch den Stoff und dann wirklich so 2 mm später erst weiter wieder von unten nach oben hoch. Ziehe mir meinen Garn hier durch. So, an der einen Seite ziehe ich, nehme da meine Nadel ab, sodass ich jetzt rechts und links davon beide Fäden hängen habe jeweils. Gucke auch, dass die circa gleich lang sind. Dann gucke ich von der Rückseite, habe hier wieder meinen kleinen Steg, den ich gerade gemacht habe. Ziehe daran, bis eine kleine Schlaufe entsteht und hole mir dann durch diese Schlaufe meine 4 hängenden Fäden. Und dann ziehe ich mir das Ganze fest. Genau so sieht das dann aus. Macht das jetzt also bitte entlang der ganzen Reihe und auch auf der anderen Seite. Wenn das Garn befestigt ist, dann sieht das Ganze schon mal so aus. Aber wir wollen, dass das Ganze noch ein bisschen professioneller aussieht und deswegen nehmen wir uns jetzt jeden einzelnen von diesen Strängen von unserer Wolle
und zwirbeln den auf in die einzelnen Fäden. Also vielleicht sind es bei euch 3 Fäden, die da zusammen gewickelt wurden oder nur 2 oder wie auch immer. Wickelt jetzt bitte alle sozusagen andersrum ab, als die schon gezwirnt sind. Ihr könnt dazu also gerne hier auch so eine Sticknadel oder Wollnadel wieder dazu nehmen und jetzt entlang jedes einzelnen von diesen hängenden Fäden diese Drehung auflösen, sodass ihr da einzelne dünnere Fäden hängen habt. Das wird jetzt noch ein bisschen zeitintensiv, vielleicht ist es das, was am längsten dauert, aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. Und nicht wundern, wenn die Garne dann so gekräuselt sind, das ist ganz normal. Wir werden das gleich noch mit dem Bügeleisen beheben, damit es auch wirklich ganz, ganz schön aussieht. Geht hoch bis zum Ansatz, also bis dort, wo der Knoten ist, sollten die jetzt komplett entwickelt werden. So sieht das Ganze dann aus. Bei mir sind es 3 Fäden und ich mache jetzt weiter mit allen weiteren. So sieht das Ganze dann jetzt aus, ein bisschen wie diese kleinen asiatischen Nudeln. Die Optik wollen wir nicht behalten, deswegen nehmen wir uns unser Projekt einmal mit zum Bügeleisen. Und auch wenn die einzelnen Stränge jetzt noch sehr unterschiedlich lang sind, ist das überhaupt nicht schlimm. Bügelt jetzt einfach auf mittlerer Stufe einmal über dieses Garn und zieht von unten etwas daran, um es auszudehnen. Und bügelt jetzt bitte das komplette Garn einmal möglichst glatt. Ihr merkt, die werden jetzt sehr viel länger und damit die gleich auch möglichst schön und gleichmäßig lang sind, nehmen wir uns dann noch eine Schere zur Hand und spielen etwas Friseur. Jetzt kommt vielleicht der spaßigste Schritt überhaupt. Ihr könnt euch nochmal einen Kamm dazu nehmen, wenn ihr habt, oder eine Bürste mit nicht zu dichten Borsten, am besten aus Metall. Dann noch einmal grob drüber bürsten und dann nehmt euch jetzt am besten noch einmal ein Lineal dazu oder ein Maßband, damit ihr hier anlegen könnt und seht, wie lang ihr die schneidet und die auch gleichmäßig schneidet. Ich mache die jetzt auf 20 cm Länge und schneide jetzt von rechts nach links einmal möglichst gerade, ohne die Fransen jetzt zu verschieben, sondern die sollen einfach gerade runterhängen. Schneide ich sie ab. Mit der linken Hand halte ich die jetzt immer etwas fest, damit sie eben gerade hängen und eine gleichmäßige Länge haben. Ihr könnt auch dann noch etwas nachstutzen, aber so läuft das Ganze ab und auch noch auf der anderen Seite. Ja, und dann habt ihr es vollbracht. Die Fransen sind perfekt. Das war's. Ich hoffe, ihr seid genauso happy mit eurem Ergebnis wie ich mit diesem Schal. Ich finde besonders die Fransen am Ende geben dem nochmal so einen richtig coolen Touch. Und es ist nicht too much, wenn ihr diesen Schal auch mit dem Kurz- oder langen Mantel kombiniert. Wenn ihr dann nämlich auf den gleichen Stoff und die gleiche Wolle setzt, dann ist es so, so cool und harmonisch. Also ich verlinke euch das Video hier zum Mantel und wünsche euch ganz viel Spaß bei eurem nächsten Projekt. Teilt gerne euer Resultat von heute auch unter dem Hashtag Juliana Matthäus on me. Und dann sehen wir uns wieder, hoffentlich ganz bald. Fühlt euch gedrückt. Bis dann.